I don't believe what I'm seeing here. He is a threat to every team he plays against. It's just incredible. You can't really stop him. He's got speed, clinical finishing, and it's ruthless on the pitch. A moving threat. A problem in motion. He knows how to finish better than anyone. An extraordinary player. Always giving his all for the club and the team. Natürlich ist es schwer, wenn man irgendwo weggeht, wo man so eine gute Zeit hatte, auch wenn es am Ende ein bisschen rumpelig war, trotzdem die positiven Momente überwiegen ja ganz klar hier. Es ist immer schade. Auf der anderen Seite freue ich mich auf einen neuen Lebensabschnitt, auf einen neuen Schnitt auch in der Karriere, was Neues zu machen. Aber trotzdem, ich glaube, ich hatte eine sehr, sehr coole Zeit hier in Leipzig, viele Freunde gefunden, viele Leute kennengelernt, viele Erfolge auch gehabt. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel erreicht auch in der Zeit und deswegen, muss man schon schlucken, wenn man dann am Ende hier weggeht und dann das Kapitel als Spieler für immer schließt. Ich glaube, den Weg, den wir alle, nicht nur ich, sondern auch die Leute, mit denen ich hier die ganzen Jahre zusammengespielt habe, ich habe ja auch super Mitspieler gehabt, die bis vor kurzem oder manche länger, manche kürzer hier gespielt haben. Ich glaube, das macht sehr stolz, was wir bisher erreicht haben. Ich glaube, der Verein ist in einer Position, wo es nach oben ja immer weitergehen kann. Nach unten wird es nicht mehr weitergehen, weil dafür ist das Fundament, das wir da die letzten Jahre gelegt haben, groß genug. Und auf der anderen Seite, ich glaube, man kann ja nur positiv auf die Zeit zurückschauen, was wir erreicht haben, wie wir das auch gemacht haben. Ich glaube, wie wir Fußball gespielt haben, das war immer sehr ansehnlich. Hat Spaß gemacht, den Leuten außerhalb, aber nicht nur RB-Fans müssten dann auch zugeben, dass wir gut gespielt haben. Und deswegen, ich glaube, wir können sehr, sehr stolz sein. Ich bin stolz, was ich hier erreicht habe, aber was auch ich mit der Mannschaft erreicht habe und mit meinen Jungs und kann auf die Zeit immer nur positiv zurückschauen. Das erste Champions-League-Spiel mit RB. Ich glaube, das war ganz besonders. Mal ausgeklammert die erste Saison, die als Ganzes sehr besonders war. Nicht nur für mich als Spieler, weil ich da so meinen Durchbruch geschafft habe, aber auch für die Fans, für den ganzen Verein, weil es da in eine Richtung geht, die nie jemand gedacht hätte, dass wir das so schnell schaffen. Dann für mich, auch wenn ich da nicht aktiv dabei war, aber das Champions-League-Halbfinale, wo ich auf der Couch verfolgt habe, aber trotzdem davor maßgeblich dabei war und mitspielen durfte. Und der dritte Moment, ich glaube, am Ende den DFB-Pokalsieg, der zweite von dem Verein, mein erster mit dem Verein, war auch was Besonderes, weil wir einfach, ich habe mit vielen Freunden auch, es ist ja nicht nur das so, man sagt, man gewinnt mit einem Verein, aber ich habe auch mit vielen Freunden hier, sehr, sehr viele Leute, mit denen ich eng verbunden bin, den Titel gewonnen. Martin! Ciao, danke, schönen Abend. Und das macht dann halt doppelt und dreifach Spaß, wenn du mit deinen Kumpels dann noch gewinnst, als wenn du einen Titel gewinnst und gewinnst ihn mit deinen Mannschaftskollegen. Aber die 3 Momente sind mir schon im Kopf geblieben und ich könnte auch noch viel mehr andere erzählen, weil es einfach individuell von mir schöne Momente gab, aber auch als Mannschaft. Aber ich glaube, die 3 waren so die herausstechenden. Ob es in meiner ersten Zeit war, wo ich hier war, ganz am Anfang mit Rani Khedira, Diego Demme, der dann länger dabei war mit mir, vor Marcel Sabitzer, habe ich sehr, sehr lange zusammen gespielt. Ich habe 2 meiner engsten Freunde hier kennengelernt, mit Konrad Leimer und Xaver Schlager, die wirklich sehr, sehr eng sind, mit denen ich tagtäglich unterwegs bin, mit denen ich in Urlaub fahre, mit denen die Familien sich verstehen. Also schon was sehr Besonderes. Und dann über die Zeit natürlich auch Kevin ist einer meiner sehr, sehr guten Freunde geworden. Jetzt in den letzten Dreivierteljahr Baumi, mit dem wir eine sehr, sehr gute Zeit hatten. Aber trotzdem immer wieder Klosti, Willi, mit denen ich Pete, Jussi, mit denen habe ich ja ewig lange zusammengespielt. Und deswegen, da wird immer eine gute Verbindung da sein. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Freunde gefunden, mit denen ich auch im Fußball hinaus
viel außerhalb gemacht habe und auch immer noch machen werde. Auf der einen Seite, klar freut es einen, wenn man dann der Top- oder der Rekordtorschütze ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn dann irgendwann jemand das mal brechen sollte, dann bin ich auch nicht unfroh, weil dann hat RB Leipzig einen Stürmer gehabt, der über eine längere Zeit sehr, sehr gut performt hat und der Verein hat es geschafft, ihn zu halten. Und was ja auf der anderen Seite auch gut ist. Und deswegen, ich glaube, ich hatte meine Zeit hier, ich habe meine Tore geschossen für den Verein. Man muss Platz machen, es ist immer die Zeit gekommen, wo man Platz macht für andere. Und es wird bestimmt immer wieder geben. Es gab in jedem Sport, wo Rekorde gebrochen wird und auch der wird gebrochen. Und in dem Moment, wo er gebrochen wird, dann freue ich mich für diejenige Person und ich freue mich auch für den Club, weil dann haben sie einen super Stürmer wieder und deswegen, ich glaube, da bin ich eher so pragmatisch, dass ich sage, das wird irgendwann gebrochen, deswegen ist das nicht schlimm. Goal after goal after goal. And he has once again made the difference for Leipzig. He is absolutely deadly right now. And when he got clear, you knew what was coming next. Another goal. No one has scored more Bundesliga goals for Leipzig. Signing off with a double at the end of his Leipzig career. Klar kann man sagen, ich habe Tore geschossen und ich habe eine Zeit lang irgendwie die Fans begeistert, aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass man so reagiert auf einen Spieler, auf einen Menschen, den so unterstützt, egal ob sein Name oder ob der Spieler in jedem anderen Stadion beleidigt wird und die Gegenreaktion ist, ihn doppelt und dreifach hier im eigenen zu feiern. Ob das jetzt war am Ende, wo ich gar nicht mehr gespielt habe, wo die Mannschaft gewinnt und sie trotzdem so irgendwie an mich denken. Sehr, sehr besondere Menschen. Ich habe immer auch versucht, den Menschen gerecht zu werden. Hat nicht immer geklappt, das kann man nicht immer, aber trotzdem, ich habe mich sehr gefreut, vor den Leuten hier zu spielen, Teil dieser Stadt, Teil dieser Verein zu sein und ich hoffe, dass sie das, wie sie es mit mir gemacht haben, den neuen und den alten Spielern genauso geben werden und da bin ich mir ziemlich sicher und ich freue mich immer wieder nach Leipzig zu kommen, weil ich weiß, hier bin ich immer gern gesehen.